English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine Boa Constrictor, Abgottschlange. Farbenmorph ist das Sunglow. Ne? Sunglow ist Albino Hypo. Ne? Durch das Hypo bzw. das Sunglow kommen die Farben noch toller raus. Ne? Hier am Schwanz das Rot, Orange oder auch das Weiß. Ne? Oder eben am ganzen Tier dieser rote Kontrast, ne, das kommt durch das Hypomelanistische, also Hypo gleich Salmon, ne, dadurch kommt das Rot besser raus. Also wirklich wunderschöne Albinos, diese Sunglows, und deswegen wollte ich die heute als Intro-Tierchen für euch. Heute wäre ja eigentlich der große Tag gewesen. Ich wollte hier die Katze aus dem Sack lassen mit meiner zweiköpfigen Boa. Ist gar keine Katze. Ist keine Katze. Jetzt kam mir der Norbert dazwischen heute. Denn ich wäre eher der Katzensendung machen würde. Der Stefan macht gar keine Katzensendung. Du warst die Katze sozusagen. Genau. Da haben wir schon einen Film mit dem Norbert gedreht und haben die Katze leider auf Norbert seinem Channel schon aus dem Sack gelassen. Hier unsere hübsche zweiköpfige Boa. Ich meine, das Gute ist, der Norbert möchte die nachher kaufen. Vielleicht. Es winken mir ein Verkaufspreis von 30.000 €, da kann man natürlich auch mal... 65 hatte ich gesagt. Da kann man so Sachen auch mal ein wenig verschieben. Ne? Aber Spaß beiseite, war tatsächlich heute so geplant als große, Release oder Bekanntgabe von meinen neuesten, tollsten Tieren. Ne? Sind ja 2 Tiere. Diese doppelköpfige Boa Constrictor. 2 Tiere, würde ich sagen. Fast, nicht ganz. Nicht ganz, ne? 2 Köpfe, 2 Gehirne, 2 Zungen. Also der Körper ist ein Mann und ich nehme an, der rechte Kopf eine Frau. Aber egal. Weil die so dominant ist sozusagen. Ja, genau. Ja, um die erste Geschichte zu erfahren, müsst ihr beim Norbert auf sein Norberts Welt in dem Fall, ne? Ja, genau. Oder zur Zajak, was ihr gerade kennt. Da kommt er auf unseren Kanal und der läuft jetzt gerade. Also Eigenwerbung. Ihr guckt jetzt meinen zuerst und dann kommt er hier nochmal hin zurück. Ihr seid ja schon hier. Ne? Da erfahrt er den ersten Teil. Macht Teil. doch nochmal aus, kommt er erst zu mir. Da erfahrt er, wie es alles anfing hier mit dieser schönen zweiköpfigen. Ja, wie gesagt, der Norbert kauft die jetzt gleich. Vielleicht. Eine deiner Bedingungen war, ja, ist die denn gesund? Ja. Ich habe dir versprochen, ich lasse ein Röntgenbild machen. Ja, ich habe schon mal gesehen. Ich bin ja jetzt schon ganz begeistert. Beide Köpfe bewegen sich in unterschiedlichen Richtungen. Beide züngeln, beide sind wach. Jetzt ist ja klar meine Frage erstmal gewesen, können beide Köpfe fressen? Wollen beide fressen? Geht das? Oder was passiert, wenn der eine frisst, der gar nicht fressen dürfte oder kann? Aber das wolltest du jetzt beim Tierarzt abklären. Genau, ich war beim Tierarzt. Können wir euch gleich jetzt den Film zeigen. Habe ich schön gefilmt, haben wir das Tier geröntgt, oder die Tiere, haben sogar Kontrastmittel reingegeben. Und ja, schaut mal rein in den Film jetzt. Hör mal, aber einen will ich ja jetzt noch wissen. Du sagst, die Schlange oder die Schlangen oder das Tier oder die Tiere. Was ist das denn jetzt? Ist das ein Tier oder sind das 2 Tiere? Also, ich bin da ein bisschen verwirrt, ne? Ist das jetzt? Ist ja nur ein Körper. Ist das ein Tier? Sind da 2 Tiere? Was meint ihr? Schreibt da mal in die Kommentare. Würde ich mal spannend finden. Aber, oder kannst du mir das als Fachmann sagen? Also da bin ich kein Fachmann drin, da muss ich echt passen. Fachmann für zweiköpfige Schlangen, das werden wir auf der Welt nicht viele finden. Ne, wenn's nur ja, aber da bist du die Koryphäe, wenn du das weißt. Bist du schon aber ist egal. Jetzt schauen wir mal, was der Tierarzt meint, und Ja. dann überlegen wir weiter. Okay, machen wir das so. Ja, ich war hier vor Ort beim Dr. Heinemann, das ist so ein Veterinär hier aus Trossingen, der Vet meines Vertrauens sozusagen. Und da haben wir erstmal das Tier so geröntgt, haben wir ein Röntgenbild so gemacht vom Tier. Und im zweiten Schritt haben wir dem einen Kopf, ne, der linke Kopf, wir haben bis jetzt immer den rechten Kopf gefüttert und mir ging es darum, ist der linke Kopf, könnte der theoretisch auffressen, und das haben wir uns nie so richtig getraut. Deswegen haben wir hier bei dem linken Kopf haben wir ein Kontrastmittel reingegeben und dann noch ein zweites und drittes Röntgenbild gemacht, um zu sehen,
ob das Kontrastmittel wirklich auch in den Magen geht bei dem Tier. Ne? Also beim ersten Bild, da sieht man noch, da war das ganze Kontrastmittel noch im Maul drin vom Tier. Das Tier hat es noch nicht geschluckt gehabt. Wir dachten, es hätte geschluckt, ne? Sonst hätten wir natürlich das Röntgenbild erst gar nicht gemacht. Aber da war das ganze Kontrastmittel noch im Maul drin. Bin ich eigentlich erst mal ein bisschen erschrocken und habe gedacht, vielleicht kann das Tier das ja gar nicht schlucken. Ne? Und dann haben wir gewartet eine Viertelstunde, haben wir das Tier in Ruhe gelassen und haben nochmal, also in dem Fall das dritte Röntgenbild gemacht. Und da kann man jetzt echt wirklich schön sehen, wie das Kontrastmittel die Speiseröhre runterläuft, an der Verzweigung sozusagen vorbeiläuft Richtung Magen. Ne? Also das Von beiden? In den Magen von beiden Tieren. Gell? Also, Ihr habt Kontrastmittel in beide Köpfe gespritzt? Nee, nur in den linken Kopf, der noch nie gefressen hat, zum Sehen, ob diese Speiseröhre auch ganz normal in den Magen geht. Ja, wenn ich so sehe, die Züngern beide, die trinkt er auch. Gehen die auch trinken? Hast du das schon mal gesehen? Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Man möchte es manchmal gesehen haben. So ungefähr. Mitarbeiter, die haben schon gesagt, doch, ich habe es schon gesehen. Ja. Also ich habe es noch nicht gesehen. Meine Kollegen meinen es gesehen zu haben. Aber es ist natürlich toll, wenn man es selber sieht. Ja, klar. Aber jetzt haben wir zumindest den medizinischen Beweis, dass es funktioniert oder dass soweit alles okay ist. Man sieht auch schön insgesamt auf dem Bild, sieht man natürlich schön die Wirbelsäule, ne, wie sie an der einen Stelle zusammengeht. Der Übergang ist ja recht interessant. Da gibt es natürlich ein paar Verknöcherungen an der ja, aber Kreuzung. wenn man sie so bei Bewegung sieht, sieht das ganz normal aus. Also sag ich mal, ich habe ja nur eine Wirbelsäule und die ist schon kaputt. Ne? Und ab dem Knotenpunkt, ab dem Y-Stück, gehen da ganz automatisch die Wirbel weiter, hat die zweimal normale Wirbel, die dann in einen Strang laufen. Genau, das sieht man schön auf dem Bild, dass wirklich... Denn so eine Schlange im Rollstuhl sieht ja nicht gut aus. Nee. Eben, man sieht genau, dass ab diesem Übergang diese zwei Wirbelsäulen in eine übergehen. Also die laufen dann auch nicht noch parallel zueinander, sondern gehen wirklich an der Stelle zusammen. Wahnsinn. Und gehen als eine Wirbelsäule und das können wir gleich zurück. Mal sehen, das Genau, das können wir uns jetzt hier gleich nochmal auf dem Foto angucken. Was wir nachher noch, also was ich dir als letztes Schmankerl präsentieren würde. Wir können gucken, ob die vielleicht sogar frisst. Ich meine, die hat jetzt heute echt ordentlich Stress gehabt. Wir haben gefilmt, ich war beim Tierarzt. Aber ihr habt jetzt geguckt und beide sind mit dem Darm verbunden, beide Köpfe. Genau. Das heißt, dann können wir heute mal probieren, den anderen Kopf zu füttern? Also ich würde jetzt den Kopf füttern, den wir immer gefüttert haben heute. Ich denke, mit dem ganzen Stress, da können wir schon froh sein, wenn sie überhaupt frisst. Wenn der eine Kopf frisst, genau. Also Leute, ihr wisst, wie die Schlangen sind. Ne? Wenn ihr eine Schlange zu Hause habt, wenn ihr die erst mal 3-4 Stunden in der Hand rumdrückt oder womöglich noch zum Tierarzt fahrt und dann anfangt so und jetzt fange ich das Füttern an. Also dann wollen die nicht. Da wollen die in der Regel nicht, aber wir probieren das jetzt. Ja, ich denke, das ist natürlich auch spannend. Was gibt es heute zu essen? Ich habe hier in meiner Hosentasche die ganze Zeit schon ein Mäuschen drin. Wir können ja eingewickelt. Die Maus können wir ja längs durchschneiden, für jede Hälfte eine Hälfte. Halbe, nee, lass mal. Nee, das wollt ihr nicht sehen. Ne? Ich tue schon mal weg. Die riecht es vielleicht. Ich sehe das schon ein, ich tue Messer weg. Guck mal hier, mein alter Auftautrick. Ne? Wenn es schnell gehen soll, ne, dann lege ich die nicht auf die Heizung. Dann wickel ich die einfach so ein bisschen in Zewa ein, stecke die in die Hosentasche. Bei den ganz kleinen Mäusen geht das. Bei größeren Mäusen, Jungs, ne? Will ja nichts sagen. Und das Blödste ist, wenn man es vergisst, die vergisst rauszunehmen. Dann kommt man abends nach Hause, packt seine Taschen und sagt, eine Maus, noch eine Maus, womöglich noch eine Ratte. Genau. Jetzt weiß ich, weshalb mir den ganzen Tag so kalt war. Wenn meine Frau die Hose in die Wäsche schmeißt und die Mäuse auftauen, dann ist natürlich peinlich. Nee, also dürft ihr nicht vergessen. Probieren wir. Erst zeige ich dir noch die Bilder hier auf dem Tablet und dann gehen wir zum Füttern. Ja, prima. Machen wir. Guck mal, hier haben wir nochmal schön die Bilder auf dem Tablet. Ja, da muss ich erstmal eine Brille haben. Du hattest den Vorteil, du hast die schon auf. Also das war das erste Bild, was wir gemacht haben, ne, wo man wirklich schön auch die Wirbelsäulen sieht. Ne. Also interessanterweise sieht der echt aus. Verrückt. Also hier ist sie wirklich, ich weiß nicht, dieser Absatz hier, läuft sie da noch ein wenig parallel zueinander. Ne, da sieht man ja, genau sehen, ja. Bin ich mir nicht ganz sicher, läuft sie da doppelt, aber also ich glaube eigentlich fast, dass sie ab hier
mehr oder weniger einfach läuft, ne? Dass sie wirklich genau an der Stelle zusammengeht. So sieht ne? das aus. Hier, das ist das mit dem Kontrastmittel, da hat sie es noch nicht geschluckt gehabt. Also das Weiße, was du siehst, ist das Kontrastmittel. Ne? Ja. Und wir wollten ja sehen, dass es da runtergeht. Ob es da ne? durchläuft, ja. Klar. Und das war dann das letzte Bild. Also das war dann vielleicht, oder ich denke, eine halbe Stunde war es bestimmt. Ne? Also sieht man wirklich schön, wie das Kontrastmittel hier die Speiseröhre runtergeht und über den Knick hinweg Richtung Magen läuft. Gell? Also da kann man es wirklich ganz toll sehen. Das ist schon spannend. Ne? Das sieht aber ganz eindeutig aus, dass beide Köpfe fressen könnten. Ne? Von dem her, also bestimmt, mich- also trinken Gucken mich definitiv gerade beide hungrig an. und Ja? fressen wäre eben der nächste Schritt. Das ist sehr verrückt. Also wirklich 2 funktionierende Köpfe mit 2 Schlünden, die sich irgendwo treffen und da läuft alles quasi zusammen. Trifft sich und geht Den irdischen Weg. in einen dicken Bauch rein. Und was passiert, wenn beide Köpfe im essen, dann ist die doppelt so satt. Wer von den beiden weiß nachher, ich bin satt oder wer weiß nicht, ich bin satt? Kommt das wohl auch in beiden Köpfen an? Oder fressen die einfach, rechte Kopf frisst, satt, hört auf und der linke Kopf hat noch Hunger und isst dann? Kann das so passieren? Oder, Kann ich mir nicht vorstellen. Gell? Also theoretisch müssen beide Köpfe dann auch satt sein, ne? Weil der Körper ist ja... stellt euch das mal vor, ihr hättet 2 Köpfe. Der eine Kopf isst, ne? Also wir beide werden jetzt so ein Kopf so zusammengewachsen. Er isst. Ich esse Ich habe den und aber ganzen krieg einen Tag dicken Hunger. Bauch. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre gemein, oder? Den dicken Bauch habe ich ja schon, aber ich habe da nichts von gehabt. Ey, das wäre bitter, ne? Wäre gemein, gell? Das, unfassbar. Sag ich jetzt. Unfassbar. Das ist ein Ding. Ich finde das genial. Das ist ja nicht. Da gibt es auch bestimmt Leute, die sagen: Hier, hör mal, ist das Qualzucht oder so? Nee, das ist ganz was anderes. Wenn Leute irgendwelche Tiere züchten mit Inzucht und immer weiter und da kommen Kranke raus, das ist Qualzucht. Das ist ja ein Wunder der Natur. Genau. Das ist ja nicht durch Inzucht oder was passiert, sondern einfach hin und wieder gibt auf der Welt sowas. Und das sollten wir eigentlich mehr als Wunder ansehen und nicht. Also Qualzucht ist das überhaupt nicht in meinen Augen. Das ist einfach nur ein Phänomen. Nee. Faszinierend. Also, lass uns probieren. Wie gesagt, jetzt hat die viel Stress gehabt, aber probieren wir. Bieten wir mal eine Maus an, mal gucken, was passiert. Da tun wir denen 2 ganz schön was zumuten. Das ist jetzt wahrscheinlich Stress, ne? Genau. Obwohl, ja, sie züngelt Sah schon. es gerade so gut aus, gell? Ja, und wenn jetzt der eine Kopf beißt und wickelt, was passiert mit dem anderen Kopf? Der guckt zu. Das siehst du dann gleich. Also der Kopf, wo jetzt dran ist, den wollen wir ja eigentlich gar nicht. Pass mal auf, ich glaube, ich lege sie doch mal. Ja, das ist vielleicht jetzt hier so viel aufregend. Ihr guckt ja da alle zu. Könnt ihr mal einen Augenblick weggucken, dass die Tiere mal zur Ruhe kommen? Mal leise sein. Aber ich stelle mir das gerade noch mal vor. Ne? Wir beide so als Köpfe zusammen in einen Körper und wir beide auf Mallorca. Und ich trinke mir abends ein. Dann wäre ja noch wissenschaftlich zu klären, ne? Ob ich am nächsten Morgen alleine Kopfschmerzen habe oder du auch. Ich auch, gell? Also wenn das andersrum wäre Da und du braucht hättest getrunken, man keine Wissenschaft, weil ich trinke auch mal ganz gerne ein. müssten wir dann- hätten beide Kopfweh. wir hätten beide Kopfweh. Ja, aber beide auch getrunken, nehme ich an. Genau. Sonst wäre einer ziemlich traurig. Na, ich weiß nicht, ich glaube, der ist denen zu aufregend, oder? Siehst du dann nur eine Chance? Das ist der Kopf, der noch nicht gefressen hat. Nee, das Ach ist so. der, wo immer gefressen hat Ach bis ja. jetzt. Aber ich glaube eben, ich denke auch, Das wird nichts. da wird's schwierig. Ich tue das, wir filmen das, Ja, geben wir der Schlange 2 Tage ich fahr Zeit. nach Hause jetzt gleich und so viel Taschengeld, 65 € hattest du gesagt, glaube ich, ne? Oder nee, ich hatte das gesagt. Das war deine. Eine ganze Schlange Deine und Theorie. eine bisschen. Wir hatten ja auf deinem Kanal gesagt, bei 6.000 Daumen hoch kaufst du sie, gell? Wie war das? Waren 5.000 Daumen, aber 5.000, ist egal, bei 6.000 fällt es mir noch Bei leichter. 6.000 hast du recht. Also 5.000 Daumen hoch. Also eure Daumen zählen wir hier mit, Und- auf jeden Fall. Und der Norbert macht 30.000 locker und diese 2 hübschen Noch besser wäre, Sind- anstatt die sind 5.000 in Duisburg. Daumen hoch, wäre, wenn jeder von euch 6 € mir überweisen würdet. Dann würde mir das Kaufen nicht so schwer fallen. Dann wäre das ein ganz einfacher Deal. Soll ich euch die... Wollt ihr nicht, ja gut.
Ich hatte denen die Kontonummer gegeben. Ich glaube, das wird heute nichts. Heute würde ich sie auch nicht mitnehmen. Du zeigst mir im Video, wie die gefressen haben. Ich warte auf eure, ja am besten 6.000 Daumen nach oben. Und dann, ja, dann gebt es noch einen neuen Film. Wenn ihr das sehen wollt. Bleibt uns treu und Wir checkt. Wir sehen Checkt alle uns wieder. Köpfe. Und wenn euch das gefallen hat, dass wir beide zusammen ein Video gemacht haben, könnt ihr ja auch mal schreiben. Ja, vielleicht bist du mal wieder dran. 530 Kilometer Duisburg. Und dann drehen wir noch ein Video bei mir. Überlegt euch das. Wir sehen uns. Bis dann. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.